Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Mr. Muss Welt. Warum Sondersendung? Weil es heute nicht explizit um das Thema Workwear geht, beziehungsweise Sicherheitsschuhe oder Arbeitsbekleidung, sondern heute sind wir zu Besuch bei der Firma Würth, denn heute geht es um das Thema Gehörschutz. Das Thema PSA ist ja trotzdem allgegenwärtig, wie man auch hört bei mir im Hintergrund ist ein Wasserfall. Der ist etwas lauter und mich würde persönlich interessieren, ob man hier schon Gehörschutz braucht oder nicht. Und wer mir das Ganze beantworten kann, das ist Sebastian Hotz, das ist der Spezialist hier im Haus. Mit dem habe ich heute ein Interview und den werden wir mal suchen. Folgt mir einfach. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, sieht gut. Hallo, hallo, hallo. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Servus Sebastian. Was ein hoher, Zufall, dich hier zu sehen. Hoher Besuch. Ich weiß, danke. Also immer wieder eine Bereicherung, dich zu sehen. Das ist auch schön, dass du mich gefunden balsam hast. für meine Seele. Ja, es war gar nicht so einfach. Ich habe erst hier durchs ganze Gelände muss ich gehen und das ganze Gebäude ist übrigens ein sehr schönes Gebäude. Aha. Aber trotzdem bin ich jetzt hier und wir quatschen über PSA. Sehr schön. Und ist auch eine nette Einleitung, die ich gerade schon geliefert habe. Mhm. Was bedeutet eigentlich PSA? PSA ist einfach nur die Abkürzung für persönliche Schutzausrüstung. Macht ja Sinn. Macht Sinn. Warum ist PSA eigentlich so wichtig? Weil die Anforderungen an unsere, oder ich sage mal die Arbeitswelt natürlich sehr komplex ist und Gefährdungen mit sich bringt. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass ich persönliche Schutzausrüstung habe, um mich vor diesen Gefährdungen zu schützen. Mehr ist es eigentlich nicht. Was mich immer interessiert, was kann denn passieren, wenn ich mich nicht ausreichend schütze? Es wird jedes Jahr eine Statistik veröffentlicht, die genau besagt, wie viele Arbeitsunfälle im Jahr haben wir in Deutschland. Wir reden von knapp 800.000 immer noch. 800.000? 800.000 Arbeitsunfälle im Aber Jahr also in alles nicht Gehörschutz, sondern allgemein. Also allgemein. Es gibt 800.000 Unfälle jedes Jahr. Jedes Jahr, okay. Immer noch in Deutschland. Wow. Und die Zahl ist weiterhin steigend. Und das ist das, was natürlich dann auch den Unfallversicherungsträger, also die BG, die uns ja alle absichert bei der Arbeit, dazu veranlasst, immer wieder über neue Maßnahmen nachzudenken, wie können wir unsere Gesundheit schützen. Okay, und warum das dann? Weil das Thema ist ja, PSA oder Arbeitsschutz wird ja von vielen, so habe ich zumindest das Gefühl, immer noch sehr stiefmütterlich betrachtet. Weil man hat so eher das Gefühl, beziehungsweise der Handwerker hat eher das Gefühl, man möchte ihn vielleicht zu sehr regeln. Aber es macht ja durchaus Sinn, weil 800.000 Fälle, das ist eine Menge und es wird ja immer mehr. Also kann ich mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum es immer strengere Regeln gibt, was das angeht, weil sich die wenigsten dran halten und weil man eigentlich den Handwerker oder denjenigen, der auf der Baustelle ist, schützen möchte. Absolut. Also wenn wir jetzt mal die Baustelle sehen, die ja schon immer traditionell sehr hohe Unfallzahlen hatte, dann liegt es immer noch daran, dass leider die Regeln, die eigentlich dafür da sind, dich persönlich zu schützen, immer noch nicht ausreichend eingehalten werden. Und daher sind eben diese Aufsichtsorgane, wie die Berufsgenossenschaft oder die Gewerbeaufsicht, immer wieder im Grunde genommen angehalten, zu schauen, dass diese Schutzmaßnahmen, die es ja gibt, persönlich auch eingehalten werden. Es gibt immer noch Betriebe, die sagen, Mensch, das hat doch 20, 25 Jahre gut gegangen, warum soll ich mich da jetzt drum kümmern? Ja? So, und dann ist es aber irgendwann mal an dem Zeitpunkt angelangt, wo mal etwas schief geht und dann haben wir ein Problem. Also auch der klassische Satz, es ist immer so lange lustig, bis was passiert. Genau. Und dann erst dann wird eingeschritten und eigentlich sollte man vorher schon was machen. In welchem Bereich sollte ich denn idealerweise Gehörschutz tragen? Also wenn wir auf das Thema Gehörschutz mal eingehen wollen, ist Gehörschutz da relevant, wo ein bestimmter Lärmwert überschritten wird. Also es ist allgemein. Also es kann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Staubsauger hätte, der 100 Dezibel laut wäre, dann bräuchte ich auch dafür, unabhängig von meiner Tätigkeit, brauche ich einen Gehörschutz. Korrekt. Also wenn dir vielleicht aufgefallen ist, bei uns hier am Campus, in den Gebäuden, gibt es ja auch Gebäudereinigungskräfte,
die mit einem großen Staubsauger durch die Gänge fahren. Habe ich heute nicht gesehen. Okay, ich habe sehr viel gesehen heute, aber das immer. Ich nicht. Ja, also egal bei welchem Meeting, ich sehe sie immer. Okay. Und die tragen sogar zum Teil Gehörschutz. Wirklich? Ja, das ist so. Und die schützen damit im Grunde genommen einfach ihre tägliche Arbeit, weil man muss ihr Gehör. Nicht ihr Gehör, ja, natürlich, ja, Entschuldigung, ja, natürlich, alles hast gut, du recht. alles gut. Aber da haben wir eigentlich genau diesen Punkt. Wenn du einer bestimmten Lärmsituation mehrere Stunden ausgesetzt bist, dann merkst du nicht mehr, wenn sich dein Gehör langsam und kontinuierlich schädigt. Okay, und wer sagt mir, was ich tragen muss oder soll oder darf? Das sagt im Grunde ein einziges Dokument oder eine Vorschrift, die eben auf der Gefährdungsbeurteilung beruht. Okay, wer macht die Gefährdungsbeurteilung? Ist immer die Verantwortung der Gefährdungsbeurteilung beim Unternehmer oder beim Unternehmen. Okay. Und der Unternehmer oder das Unternehmen, egal wie klein oder groß, hat dann entweder einen externen Berater, der das für ihn macht, oder er ist halt selbst geschult oder hat einen Mitarbeiter, der geschult ist. Sicherheitsbeauftragter. Ganz genau, zum Beispiel. Aber der Sicherheitsbeauftragte ist ja auch nicht immer da. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf der Baustelle bin und jede Baustelle hat da unterschiedliche Gerätschaften, die unterschiedlich laut sind, muss der Sicherheitsbeauftragte jetzt auf jede Baustelle gehen und sagen, okay, er muss jede Baustelle gehörtechnisch oder sicherheitstechnisch abnehmen? Oder ist es eher so, okay, jetzt seid ihr auf der Baustelle, tragt Gehörschutz? Also auf der Baustelle haben wir nochmal eine Sondersituation. Ein Sicherheitsbeauftragter ist eigentlich im Betrieb der verlängerte Arm des Unternehmers, der eben so ein bisschen das Thema, oder nicht ein bisschen, sondern er hat schon die Verantwortung, in Anführungsstrichen, den Arbeitsschutz zu beaufsichtigen und auch mit zu organisieren. Okay. Aber er hat keine, ich sage mal vorsichtig, keine unternehmerische Verantwortung, was das Thema angeht. Auf Baustellen haben wir die Situation, dass wir verschiedene Gewerke miteinander verbinden. Ja, wenn ich ein Haus baue, dann habe ich einen Maler, ich habe einen Betonbauer, ich habe einen Dachdecker. Alle sind unterschiedliche Gewerke und die beeinflussen natürlich auch sich gegenseitig oder gefährden sich gegenseitig. Dadurch habe ich auf der Baustelle eine Situation, dass ich oft einen Sicherheitskoordinator habe. Okay. Und der Sicherheits- und Gesundheitskoordinator nennt er sich eigentlich. Und der beachtet darauf, dass sich die Gewerke untereinander nicht gefährden. Okay. Und das also bedeutet, der sagt dann auch, du pass auf, hier Richtig. tragt Gehörschutz in Form von Kapsel oder Stöpsel, worüber wir bestimmt nachher auch noch sprechen. Wie viel Dezibel muss ich denn Gehörschutz tragen? Also ich habe einen unteren Auslösewert, so nennt sich das. Der liegt bei 80 dB. Okay. Das heißt, dieser untere Auslösewert bedeutet, ab hier wird mein Gehör ab einer Einflussnahme von 8 Stunden nachhaltig geschädigt. Aber je nachdem ist die Zeitspanne spielt auch eine Rolle. Die Zeitspanne spielt gerade bei diesen Lärmwerten eine große Rolle. Weil wenn ich nur ganz kurz einem hohen Lärmwert ausgesetzt bin, ist es nicht unbedingt schädigend, muss es nicht sein, das ist natürlich auch individuell, aber bei der Arbeit gehe ich davon aus, dass ich immer längerfristig einem bestimmten Lärmwert ausgesetzt bin. Deswegen ist es auch wichtig, dass diese Lärmbereiche definiert werden im Betrieb und auch gemessen werden. Okay. Das heißt, da muss gemessen werden. Gibt es einen Ziel-dB-Wert, kann man so sagen, Ziel-dB-Wert, wo ich hin möchte? Ich sag mal, unterhalb von 80 dB, da will ich hin. Ja, prinzipiell. Also das ist prinzipiell. Okay. Also es gibt so einen sogenannten Wohlfühlwert. Das ist so um die 50 dB. Da fühlt sich der Mensch eigentlich am wohlsten in dieser Range zwischen 30 und 50. Also 50 wäre perfekt. Das wäre Hauptsache perfekt. unter 80. 80 dürfen wir nicht überschreiten. Das heißt, unterhalb von 80 müssen wir bleiben. Und was man auch dazu sagen muss, ist, wir dürfen dauerhaft, selbst mit einem Gehörschützer, 85 dB nicht überschreiten. Nicht überschreiten. Das heißt, wenn ich einen Gehörschützer trage und ich habe trotz alledem immer noch eine höhere Lärmbelastung, die also weit über 85 dB hinausgeht, dann muss ich etwas ändern. Zum Beispiel, man sagt, ein Jet hat 140 Dezibel. Ja. So, jetzt habe ich einen Gehörschutz, der mir Geräusch um 40 reduziert, bin ich immer noch viel zu hoch. Viel zu hoch, absolut. Gibt es Gehörschutz, der so viel reduziert? Also es gibt wirklich speziellen Gehörschutz, der genau das kann und das macht. Okay, weil ich sehe nämlich im Flughafen, haben die nämlich genau solche Dinger. Und da darf man zum Beispiel auch nicht vergessen, die am Flughafen haben teilweise eben auch noch Funk mit in diesen Gehörschützern eingebaut. Ja. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Faktor. Ich sollte nicht versuchen, eine Überregulierung in meinen Gehörschutz einzubauen. Das heißt, dass ich zu wenig höre. Dass ich einfach zu wenig höre, dass ich gar nichts mehr mitkriege, dass ich ausgeschlossen bin von der Umwelt da draußen. Denn das ist ein Isolationsfaktor, der auf mich einwirkt, fühle ich mich da auch nicht wohl. Wäre doof, wenn ich das Auto nicht mehr hupen höre, wenn ich über den Zebrastreifen gehe. Und du kannst es gerne mal probieren, wenn du wirklich Gehörschutz hast, der extrem einwirkt auf deine Hörfähigkeit, dann
wirst du mich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr verstehen. Was hast du gesagt? Genau. Also ist es jetzt ein sehr guter Gehörschutz? Also es ist auf jeden Fall schon ein sehr hoch dämmender Gehörschutz. Entschuldigung, sehr gut sind sie ja alle, aber Richtig. sehr gut dämmend. Okay, Ja. was habe ich hier? Weißt du es gerade auswendig? Aus dem Kopf weiß ich es nicht, aber normalerweise ist es aufgeführt. Ich gehe mal davon aus, dass wir um die 35 dB liegen werden. Sieht doch bestimmt gut aus. So. Aber es ist Wahnsinn, also es reguliert um einiges. Jetzt haben wir schon gerade die Kollegen hier angesprochen, ich habe es gerade in der Hand. Es gibt ja Unterschiede. Es gibt ja einmal den, wie heißt es, Stöpselgehörschutz. Das ist Stöpselgehörschutz. So, da habe ich auch mitbekommen, dass das ein oder andere Mal die Anwendung falsch sein kann. Absolut richtig. Also es gibt sogar eine Statistik, die besagt, auch seitens der Berufsgenossenschaften im Übrigen, die besagt, dass man von den Grenzwerten, die wir haben, also von den Dämmwerten, sogar eigentlich noch eine Reserve abziehen müssen für einen Wert dafür, dass ich die Gehörschutz nicht richtig Stöpsel oder was auch immer nicht Weil da ist richtig natürlich anlege. die perfekte Reduktion ist ja dann gewährleistet, wenn ich es richtig nutze. Ganz und hier genau. habe ich ja viele Fehlerfaktoren, die eventuell entstehen können, durch, wenn ich es nicht richtig zusammendrücke, wenn ich es nicht richtig einführe. Weil ich habe auch mitbekommen, ich mache es jetzt einfach mal so, man sollte idealerweise das Ohr hochnehmen und dann reinschieben. Das hast du schon. Oder habe ich schon Perfekt. So, aber mir Ja. gesagt, ist schon richtig so. Ist schon absolut Und dann richtig. so tief wie möglich. Ganz genau. Also ganz kann man genau. auch nicht zu tief gehen, nicht, dass man sich irgendwas wehtut oder so? Nein, Nee. keine Chance, das Okay. Gehör gibt es nicht her, sondern es ist schon dementsprechend angepasst. Und man muss ganz klar sagen, ich verliere, wenn ich einen Gehörschutz nicht richtig einsetze, statistisch gesehen um die 10 dB. 10 dB. 10 dB, die ich verliere. Das ist nicht wenig. Eben. Krass. Und dann habe ich die Schutzwirkung vielleicht nicht mehr und dann kann ich im Grunde das Teil auch weglassen. Sind die jetzt richtig eingesetzt? Das sieht schon sehr gut aus. Also das hast du sehr gut Ja. gemacht. Ja, das passt schon. Sehr gut. Ein Sternchen für Mo. Absolut. 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 Okay. Warum gibt es denn zwei unterschiedliche Farben? Also, das sind einfach nur Größenunterschiede. Das heißt, ich habe ja. Also es vielleicht hat nichts auch- mit dB zu tun, sondern das ist einfach das sind Größenunterschiede. Frauen, deswegen, also man möchte natürlich nicht pauschalisieren, gar nicht. Vorsicht, aber ich würde einfach mal in den Raum stellen, dass Damen kleinere Ohren haben. Ja, das würde ich auch sagen. Und da Damen ja auch oft pink relativ interessant finden. Hast du gerade zur Redaktion geguckt? Nee, ich habe einfach nur darüber geguckt. Okay. Glaube ich, kommen die ganz gut an. Ja? Aber es gibt viele Männer, die auch diesen Gehörschutz tragen, weil sie eben einen sehr kleinen Gehörgang haben. Okay. Also von daher ist es nicht... Weil ich habe mir gedacht, vielleicht liegt es an der Farbe, weil eben die Damenwelt etwas kleinere Gehörgänge haben. Ja. Anatomisch ist ja nichts Schlimmes. Ist ja. überhaupt nicht schlimm. Nein, gar Nein, nicht. So. nein. Aber gut, bevor wir wieder ausschweifen, wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir haben das hier besprochen. Okay. Ja. Vorteil, definitiv klar, es ist klein, handlich. ist Es es. ist jetzt nicht wirklich, also ich kriege es in meine Tasche gesteckt, alles super. Ja. Welche Vorteile gegenüber dem Stöpsel hat der Kapselgehörschutz? Also man darf ja eins nicht vergessen, wir haben ja Bereiche, wie zum Beispiel Baustellen, wo wir starke Verschmutzungen haben. Das heißt, da ist Verschmutzung? sehr viel Staub, sehr viel... Das wird auch mit rein in diesen... Definitiv. Und Ach, Quark. wichtig, und das sagt auch wieder die Gesetzgebung oder die technischen Regelwerke, sagen, ich soll mich natürlich durch einen Gehörschutz auch nicht noch zusätzlich gefährden. Das heißt, ich soll natürlich auch nicht einen schmutzigen Gehörschutz in meinen Gehörgang einführen. Und Okay. deswegen gibt es Bereiche, wo einfach Kapselgehörschützer vorgeschrieben sind, Okay. weil sie nicht unbedingt mehr Dämmwerte haben, aber das Ohr ganzheitlich Ach, es schützen. gibt auch Kapselgehörschutz, die geringere Dämmwerte vielleicht haben, vielleicht auch Oder den gleichen gleichwertig. Genau, Dämmwert. In der Schreinerei habe ich es auch schon gesehen, wo du sagst, weil da habe ich ja ganz viel Holzstaub und der sollte natürlich nicht, weil die kleinen Kapselgehör, die stauben ja sofort zu. Absolut. Und dann brauchen Absolut. wir natürlich den hier. Klar, Absolut. macht absolut Sinn. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, nicht immer Größe bedeutet gleichzeitig hoher Dämmwert. Ja? Größer ist nicht immer besser. Nicht immer besser. Nichtsdestotrotz, es gibt ja heutzutage auch individuell angepassten Gehörschutz. Das heißt, wir haben hier die Stöpsel, hast du ja gerade schon gut erklärt. Dann haben wir die Kapsel. Dann haben wir gegebenenfalls auch noch einen Bügelgehörschützer am Ende. Aber die sehen ja nochmal ganz anders aus. Die sehen vollkommen aber anders die aus. tue ich ja nicht rein direkt rein. Wie mache ich das denn eigentlich? Also die, so, oder? die liegen im Grunde nur auf, ganz genau. Das Die ist liegen alles. nur auf Mehr meine ich und das ist alles. Ja. Okay. Das heißt also eher einen weniger hohen Dämmwert. Ja, das merke den sie ich. mit Also sich ich höre bringen. mich Ja? selber gut, okay, und ich höre ich auch wesentlich besser. Ja. Das stimmt. Aber was es eben auch noch gibt, und Interessant. deswegen wollte ich darauf hinaus, dass nicht immer Größe das wichtigste Element ist, es gibt sogenannte Orthoplasten. Und Orthoplasten bedeutet Gehörgang angepasste Gehörschützer. Mit der Knete. Wo du diese Knete bekommst, die du dann, wo dann wirklich individualisiert ist. Genau, wahrscheinlich also auch auf dein der Gehör. wird dann im Ja. Grunde auf dein Ohr angepasst. Ja. Und da sind minimale Filter drin in diesem Gehörschutz. Und du hast das Gefühl, du kannst dich ganz normal, wir beide können uns ganz normal unterhalten und trotzdem sind die Frequenzen gedämmt.
Ja, und das ist im Grunde das, womit ich sagen möchte, dass nicht immer Größe bedeutet, ich habe die höchsten Dämmwerte, sondern ich kann auch mit vielen Filtern, mit kleinen Techniken so arbeiten, dass ich keine gefährlichen Dämmwerte... Gibt es sowas bei Wirth auch? Wir arbeiten gerade dran. Okay, da haben wir gedacht, da frage ich doch mal nach. Deswegen habe ich es auch gesagt. Nein, aber grundsätzlich, wir arbeiten wirklich gerade dran und das ist ein Riesenthema und ich glaube, dass das auch für viele, viele Kunden oder beziehungsweise Anwender, die in Zukunft Gehörschutz dauerhaft tragen müssen, auch ein sehr angenehmer Gehörschutz ist, weil er eben auf ihn individualisiert ist. Cool, super. Perfekt. Herrlich. Zauberhaft. Aber gut, wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die eine oder andere Frage hat sich geklärt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, euer Mo.